Steh an irgendeiner Straßenecke in Berlin heute und du hörst ein Dutzend Sprachen in ebenso vielen Minuten. Über 3 Millionen Menschen aus fast 200 Nationen leben hier, machen diese Stadt zu einem der unruhigsten, widersprüchlichsten, lebendigsten Orte Europas. Aber dreh die Zeit 2000 Jahre zurück und du findest nichts als Kiefernwald, sandigen Boden und ein paar träge Flussarme der Spree. Kaum jemand lebt hier. Es gibt keine Straßen, keine Macht, keinen Grund anzuhalten. Was geschah dazwischen? Krieg, Teilung, Zerstörung, Wiederaufbau. Eine vergessene Siedlung, die zur Hauptstadt eines Reiches wurde. Eine Stadt, die zweimal in Schutt und Asche fiel und sich zweimal neu erfand. Durch Gewalt und Wandel, durch Planung und Chaos wuchs Berlin immer weiter, zog Menschen an aus allen Richtungen. Jahrhundertelang konnten wir uns nur vorstellen, wie diese früheren Versionen von Berlin tatsächlich aussahen. Alte Stiche, verblasste Lithografien, Beschreibungen in Chroniken. Aber jetzt, mit Hilfe von KI, die auf historischen Bildern trainiert wurde, können wir diese Zeichnungen und Gemälde so sehen, wie sie im echten Leben hätten erscheinen können. Das Kopfsteinpflaster, die Menschenmassen, der Rauch über den Dächern der Mietskasernen. Du bist dabei, fast 2000 Jahre Geschichte in einem Video zu erleben. Lehn dich zurück und entspann dich, während wir durch die unglaubliche Geschichte der Hauptstadt Deutschlands reisen. Berlin. Lass uns zurückgehen, dorthin, wo alles begann. Das Jahr ist ungefähr 1200 nach Christus. Die Spree meandert durch Sumpfland und Kiefernwälder. Slawische Fischerdörfer liegen an beiden Ufern. Auf der einen Seite eine kleine Siedlung namens Berlin, auf der anderen Köln. Niemand weiß genau, woher die Namen kommen. Vielleicht vom slawischen Wort für Sumpf, vielleicht von einem vergessenen Stammesführer. Was wir wissen, diese beiden Orte sind unbedeutend. Händler passieren sie auf dem Weg von Magdeburg nach Osten, aber sie bleiben nicht. Es gibt keinen Hafen von Bedeutung, keine Festung, keinen Bischof. Nur Holzhäuser, ein paar Boote, Fischnetze, die in der Sonne trocknen. Dann, irgendwann Mitte des 13. Jahrhunderts, ändert sich etwas. Die Markgrafen von Brandenburg, deutsche Adlige, die versuchen, ihre Macht nach Osten auszudehnen, erkennen den Wert dieser Flussmündung. Sie bauen eine Burg, heben Steuern ein, zwingen die Händler, hier zu stoppen. Berlin und Köln wachsen langsam zusammen. Bis 1307 sind sie offiziell vereint. Die Stadt ist immer noch klein, vielleicht 800 Einwohner. Aber sie hat jetzt Stadtrechte, eine Mauer, eine Kirche. Für die nächsten 200 Jahre bleibt Berlin genau das. Eine mittelgroße Handelsstadt. Kein Paris, kein Venedig, nicht einmal ein Nürnberg. Die Pest kommt 1348 wie überall sonst auch. Menschen sterben in Massen. Die Stadt erholt sich, aber langsam. Dann, 1415, geschieht etwas Entscheidendes. Die Hohenzollern übernehmen die Mark Brandenburg. Friedrich I. wird Kurfürst. Berlin wird Residenzstadt. Nicht, weil die Stadt besonders ist, sondern weil die Hohenzollern einen Ort brauchen, von dem aus sie regieren können. Sie bauen ein Schloss auf der Spreeinsel, an dem Ort, an dem sich heute das Berliner Schloss befindet. Die Stadt wächst jetzt schneller. Handwerker, Soldaten, Beamte. Bis 1600 leben hier etwa 12.000 Menschen. Der 30-jährige Krieg bringt alles zum Stillstand. Zwischen 1618 und 1648 wird Berlin mehrfach geplündert, die Bevölkerung halbiert sich. Krankheiten, Hunger, Gewalt. Als der Krieg endet, ist die Stadt ein Schatten ihrer selbst. Aber dann kommt Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst. Er ist pragmatisch, fast kalt in seiner Effizienz. Er will eine starke Mark Brandenburg und dafür braucht er eine funktionierende Hauptstadt. Er lädt Hugenotten ein, französische Protestanten, die vor religiöser Verfolgung fliehen. Sie kommen zu Tausenden, bringen Handwerk, Kultur, neue Ideen. Ein Viertel der Bevölkerung Berlins ist plötzlich französisch. Die Stadt verändert sich. Neue Straßen, neue Märkte, neue Architektur. Bis 1700 leben hier etwa 30.000 Menschen. Dann erklärt sich Friedrich I. 1701 zum König in Preußen. Berlin wird königliche Residenz. Das ist der Moment, in dem die Stadt aufhört, nur ein regionaler Verwaltungssitz zu sein
und anfängt, europäische Bedeutung zu erlangen. Friedrich Wilhelm I., sein Sohn, ist besessen von Ordnung, Disziplin, Militär. Er baut die preußische Armee auf, macht Berlin zur Garnisonsstadt. Soldaten überall, Exerzierplätze, Kasernen, Paraden. Die Stadt wird streng, geometrisch, humorlos. Aber sie funktioniert. Friedrich II., Friedrich der Große, bringt dann die Aufklärung nach Berlin. Er baut die Oper, die Bibliothek, lädt Voltaire ein. Unter ihm wird Berlin ein intellektuelles Zentrum. Nicht London, nicht Paris, aber respektiert. Die Bevölkerung wächst auf über 100.000 bis Ende des 18. Jahrhunderts. Dann kommt Napoleon. 1806 marschiert er in Berlin ein, demütigt Preußen. Für 2 Jahre ist Berlin französisch besetzt. Als Napoleon endlich besiegt ist, folgen die Befreiungskriege und Preußen ist wieder frei. Aber die Stadt ist erschöpft, verarmt. Dann passiert etwas Außergewöhnliches: die Industrialisierung. Ab den 1830er Jahren verwandelt sich Berlin schneller als jede andere deutsche Stadt. Fabriken schießen aus dem Boden. Borsig baut Lokomotiven, Siemens produziert Telegraphen. Arbeiter strömen vom Land in die Stadt, Zehntausende jedes Jahr. Die Bevölkerung explodiert. 1800 waren es 120.000, 1850 400.000, 1900 fast 2 Millionen. Berlin wird zur größten Industriestadt des Kontinents. Aber mit diesem Wachstum kommt das Elend. Die Mietskasernen, die typischen Berliner Wohnblocks, entstehen überall. 5, 6 Stockwerke hoch, mehrere Hinterhöfe tief. Ganze Familien leben in einem Zimmer ohne fließendes Wasser. Cholera bricht aus. Tuberkulose. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird unerträglich. In Charlottenburg und am Kurfürstendamm leben die Reichen in prächtigen Villen. Im Wedding und in Neukölln schlafen Arbeiter in Schichten, weil nicht genug Betten da sind. Karl Marx schreibt über diese Verhältnisse, plant Revolution. Die Sozialdemokratie wird in Berlin geboren, im Untergrund, in Hinterzimmern, unter ständiger Überwachung der Polizei. Dann 1914, der Erste Weltkrieg. Berlin ist Hauptstadt des Kaiserreichs, Zentrum der Kriegsmaschinerie. Die Fabriken laufen auf Hochtouren, produzieren Waffen, Munition, Uniformen. Aber nach 4 Jahren ist Deutschland erschöpft, ausgeblutet. Im November 1918 brechen Aufstände aus. Matrosen, Soldaten, Arbeiter. Der Kaiser flieht. Philipp Scheidemann ruft vom Reichstag aus die Republik aus. 2 Stunden später ruft Karl Liebknecht die Sozialistische Republik aus. Berlin ist plötzlich Schlachtfeld zweier Visionen von Deutschland. Die nächsten Monate sind blutig. Spartakusaufstand, Straßenkämpfe, Morde. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden von Freikorpssoldaten ermordet, ihre Leichen in den Landwehrkanal geworfen. Die junge Weimarer Republik ist fragil, fast von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Dann die Hyperinflation. 1923 kostet ein Brot Milliarden Mark. Die Mittelschicht verliert ihre Ersparnisse über Nacht. Verzweiflung, Wut, Radikalisierung. Berlin wird zur wildesten Stadt Europas. Kabarett, Jazz, expressionistische Kunst, sexuelle Freiheit. Aber auch politischer Extremismus, Gewalt, Armut. Die späten 20er Jahre bringen eine kurze Stabilisierung. Berlin ist kulturelles Zentrum der Welt. Bertolt Brecht inszeniert seine Stücke, Marlene Dietrich singt in den Nachtclubs. Architekten wie Bruno Taut und Walter Gropius bauen Siedlungen für Arbeiter, modern, funktional, fortschrittlich. Die Stadt fühlt sich an wie die Zukunft. Dann kommt 1933. Die Nationalsozialisten übernehmen die Macht. Innerhalb von Monaten wird Berlin gleichgeschaltet. Bücher werden verbrannt auf dem Bebelplatz, Juden werden aus öffentlichen Ämtern entfernt. Die Stadt, die einst so vielfältig, so chaotisch, so frei war, wird zu einem Instrument der Diktatur. Albert Speer entwirft gigantische Pläne für eine Welthauptstadt Germania, die nie gebaut wird. Stattdessen kommt der Krieg. 1939 beginnt er. Die ersten Jahre sind Triumphe, Siegesmeldungen. Aber ab 1943 drehen sich die Dinge. Die alliierten Bomber kommen, Nacht für Nacht. Berlin wird bombardiert, systematisch,
gnadenlos. Ganze Stadtviertel verschwinden. Bis Kriegsende sind 2/3 der Innenstadt zerstört. Im April 1945 rückt die Rote Armee in die Stadt ein. Die Schlacht um Berlin dauert 2 Wochen. Haus für Haus, Straße für Straße. Hitler begeht Selbstmord im Bunker unter der Reichskanzlei. Am 8. Mai kapituliert Deutschland. Berlin ist eine Ruinenstadt. 100.000 Tote, Millionen Vertriebene. Die Stadt, die einmal Hauptstadt eines Reiches war, existiert kaum noch. Dann die Teilung. Die Alliierten teilen Berlin in 4 Sektoren. 1948 blockiert die Sowjetunion Westberlin, die Luftbrücke rettet die Stadt. 1961 beginnt der Bau der Mauer. Stacheldraht, dann Beton. Die Stadt in 2 Hälften gerissen. Fast 30 Jahre lang 2 völlig verschiedene Realitäten. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Durch Druck, Massenproteste, ein Missverständnis. Menschen tanzen darauf, schlagen sie mit Hämmern ein. Aber Einheit bedeutet nicht Harmonie. Ostberlin kollabiert wirtschaftlich, Westberlin passt sich an. Potsdamer Platz wird neu bebaut. Berlin bleibt pleite, unfertig. Gleichzeitig entwickelt sich unglaubliche kulturelle Energie. Techno-Clubs, Galerien, Künstler aus aller Welt, über 300 Sprachen. Das 21. Jahrhundert bringt Gentrifizierung, Start-ups, Widersprüche. Berlin ist nicht reich, nicht geordnet, aber lebendig, unvorhersehbar, ständig im Wandel. Heute ist Berlin definiert durch seine Brüche, Bunker, Mauerreste, Stolpersteine. Die Stadt hat gelernt, mit ihren Narben zu leben. Berlin wurde nicht trotz seiner Katastrophen zur Weltstadt, sondern durch sie. Es ist unfertig, widersprüchlich, chaotisch, aber es hört nie auf, sich zu verändern. Danke fürs Zuschauen. Like und Abo für mehr Geschichte. Welche Stadt als nächstes? Wir sehen uns in der Vergangenheit.